Das bin ich am Filmset eines echten Kinofilms. Und hier musste ich nach einer echten Explosion eine Sterbeszene spielen. Aber wie bin ich denn überhaupt in diese Situation gekommen? Fangen wir dafür von vorne an. Guten Morgen, Freunde, es geht los. Wir befinden uns früh morgens auf dem Weg zum Filmset. Das ist der erste und wichtigste Drehblock des Kinofilms von Paralite Works. Ach warte, ihr wisst nicht, was Paralite Works ist? Willkommen bei PLW Studios. Paralite Works ist eine befreundete Filmgruppe mit dem gleichnamigen YouTube-Channel. Über die letzten Jahre hat Paralite Works viele Kurzfilme auf YouTube veröffentlicht und sich damit eine über 600.000 Mann starke internationale Community aufgebaut. Das Ziel? Unabhängige Filme in Hollywood-Qualität in Deutschland zu produzieren. Dabei haben sie sich in der Vergangenheit vor allem auf Antikriegsfilme spezialisiert. Sie wollen damit Geschichte erlebbar machen und den Schrecken des Krieges zeigen, damit sich sowas nie wieder wiederholt. Und in der aktuellen Zeit ist das wohl so wichtig wie sonst nie. Mit ihrer YouTube-Serie Verstaubt sind die Gesichter haben sie über die letzten Jahre über 50 Millionen Aufrufe gemacht. Und jetzt soll der krönende Abschluss dieser Serie ein echter Kinofilm sein. Das Problem? Solche Kinofilmförderungen zu bekommen, ist unglaublich schwer. Es gibt also kein großes Budget. Vor allem finanziert sich der Film durch Eigenkapital und Spenden der Community. Und natürlich nicht zu vergessen, die Hilfe von über 30 Personen, die dieses Projekt unbedingt möglich machen wollen. Allein für die Vorbereitung dieses Drehblocks sind bereits Monate an Arbeit reingesteckt worden. Diese ganzen Löcher hier haben die Jungs mit dem Bagger ausgehoben. Was diesen Drehblock aber so unglaublich besonders macht, ist, dass es echte Explosionen geben wird. Alter, was war denn das gerade? Alter, das hat gerade einen Mordsschlag getan. Es wurden mehrere Ladungen an Schwarzpulver, Blitzsatz und sogar echtem Sprengstoff vorbereitet. Wenn hier etwas schief geht, ist der Film gestorben, bevor es überhaupt richtig losgehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass später so viel von mir abhängig sein würde. Aber wie bin ich da überhaupt gelandet? Adrian und ich sind beste Kumpels aus der Schulzeit und ich kenne die Truppe bereits seit Jahren. In den Anfängen vor ungefähr 10 Jahren habe ich sogar bei dem ein oder anderen Projekt mitgespielt. Wie zum Beispiel in dem Film Kurland, der im Wald von meiner Oma abgedreht wurde. Ja, die fand es damals nicht so gut, dass wir diese Löcher in den schönen Wald gegraben haben. Aber seitdem haben sich unsere Wege getrennt. Ich habe studiert, habe Lockhart gemacht, jetzt das eigene Creator-Dasein. Und dann hat mich Adi gefragt, ob ich denn nicht bei dem nächsten großen Kinofilm dabei sein will. Aber als dann einer der Schauspieler vor Ort kurzfristig abgesagt hat, wurde ich gefragt, ob ich denn eine Rolle übernehmen möchte. Ich sollte einen jungen Soldaten im Zweiten Weltkrieg spielen. Warum ich vor dieser Rolle so richtiges Muffensausen hatte? Naja, nicht etwa, weil das bereits 10 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal so vor der Kamera stand. Und auch nicht, dass ich bis vor 5 Minuten gar nicht mal wusste, dass ich überhaupt eine Rolle übernehmen würde. Sondern weil der Aufwand und die Stakes für diesen Dreh so hoch wie noch nie waren. Allem vorneweg die Explosion. Was wird jetzt gemacht? Jetzt werde ich weggesprengt. Weggesprengt? Mit einem Seil weggezogen, deswegen habe ich ein bisschen was an hier drunter. Nach 10 Jahren ist Adi mittlerweile absolute Vollprofi, was Stunts angeht. Mit echten Explosionen zu arbeiten, ist aber immer noch mal was anderes. Aber diese Explosionen machen wir natürlich nicht selbst. Das ist Sven Schrader. Er ist führender Experte in Sachen Explosivstoffe, Waffen und Munition. Er ist dafür verantwortlich, dass sich am Set niemand verletzt. Bei Baumreihe! Feuer frei! Alter Falter. Nicht übertrieben, ein bisschen heftiger. Ich dachte so, naja, okay, komm. Lies einfach runter. Nützt ja nicht. Was geht denn ab? Man sieht die Sonne nicht mehr. Vor lauter Staub. Aber wie genau werden denn solche Explosionen umgesetzt? Da haben wir hier quasi die Zündanlage, dann fließt ein Strom hier über diesen elektrischen Anzünder und hier vorne an dem elektrischen Anzünder haben wir eine Brücke. Hier entsteht quasi ein Kurzschluss. Und durch diesen Kurzschluss wird diese Anzündpille entzündet. Und diese Anzündpille bringt dann den pyrotechnischen Satz dazu, das, was hier drin ist, zur Umsetzung. Dann knallt's. Ich habe jetzt gehört, es gibt Schwarzpulver, Blitzsatz und tatsächlich Sprengstoff. Explodieren tut alles. Es kommt nur auf die Geschwindigkeit drauf an und daraus resultiert auch die Heftigkeit dann. Ja. Schwarzpulver ist relativ langsam, wird deswegen sehr häufig bei Filmeffekten benutzt. All das muss natürlich fein säuberlich vorbereitet werden, damit alles reibungslos funktioniert. Denn bei diesen echten Explosionen bekommt man nicht so viele Takes. Das heißt, man kann nicht einfach mal schnell nochmal nachdrehen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Zuerst wird der Sprengsatz, in diesem Fall Schwarzpulver, in einen massiven Abschusstrichter gesetzt. Diese sorgt dafür, dass sich die Explosion kontrolliert nach oben ausbreitet. Neben der Flamme wollen wir auch noch eine große Rauchwolke haben und schütten deshalb säckeweise Zement auf den Sprengsatz. Den Abschluss bildet dann der Rindenmulch, der die Ladung nochmal abrundet.
Wie gefährlich das aber tatsächlich ist, wurde uns erst bewusst, als wir eine Dummy-Puppe auf die Ausstoßladung gelegt hatten. Und mit Oberkörper, genau, das ist da am stärksten wirken. Der Durchgang ist scharf. Also hier wurde jetzt einmal scharf gestellt, aber du hast hier auch nochmal einen Arm. Das ist der Sender, das ist die Fernbedienung. Und wenn die scharf gestellt ist, ebenso wie der Empfänger, dann können wir hier drüber ein Signal geben, per Funk. Der Empfänger empfängt das, schickt Strom durch die Leitung und dann knallt es vorne. Okay, alles Knopfdruck klar. im Endeffekt. Und dann konnte es losgehen. Du warst vorhin bei uns, Dave. Oh, ich krieg eine Spezialposition, damit ich auch gutes Footage bekomme. Zündung in 3, 2, 1. Das, was hier runtergeregnet ist, war vor allem Rindenmulch. Gewaltige Dinger, Alter. Das nur die Hose ist so übrig geblieben von der Puppe. Das Ding ist übrig geblieben. Von der ganzen Puppe. Aber nicht nur dieses Hosenbein hat es über 30 Meter weit weggeschleudert. Nein, wir durften den Rest der Uniform aus den ganzen Bäumen pflücken. Ja gut, das Ding hatte dann doch noch mal ein bisschen mehr Wumms, als wir ursprünglich gedacht hatten. Also wir müssen dieses Ding da oben runterholen, weil das in dem Shot natürlich blöd aussieht. Jetzt probieren wir es einfach mal da hoch zu klettern und schauen, was passiert. Und das war einfach nur Schwarzpulver. Mit echtem Sprengstoff hat das noch gar nichts zu tun. Jawohl. Klatscht erst, wenn er unten ist. Aber die Pyrotechnik ist nur ein Teil des Aufwands. Ein viel zu oft übersehener, aber unglaublich wichtiger Aspekt beim Filmset ist die Maske. Anni Schwarz sorgt dafür, dass Schauspieler möglichst authentisch in den verschiedenen Situationen aussehen. Dazu gehört natürlich vor allem das Schminken der Schauspieler, um sie set-ready zu machen. Was machen wir? Dreckig einmal. Ich bin müde. Das heißt auch Augenringe, oder wie? Ja. Du nimmst es in die Hand und verreibst Ach so. es. So, nimm den einfach so und verreibst es so und ich mach hinten den Kopf und den Neck. Aber Anni ist nicht nur für die Maske am Set verantwortlich. Einige Effekte hat sie nämlich bereits Monate zuvor vorbereitet. Wie zum Beispiel der zersprengten Version von Hannes. Ja, so die Haare da oben ins Gesicht gemacht. Also die müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja, auch sehr und so. spannend. Ich habe mir so lange Haarsträhnen gekauft und genau, wenn man eine Nadel hat, hat man vorne so eine Kanüle. Dann habe ich da die Haare einzeln reingefädelt, wirklich. Jedes einzelne Haar. Naja, es war so ein langes und dann fädelst du das rein und kannst es immer so reinstecken und dann bleibt das im Silikon stecken. Dann ziehst du das ein bisschen, schneidest es dann zu. So ganz oft hier reinpieksen, dass du dann die ganzen Haare... Ich meine, wie krass sieht denn das bitte aus? Das ist dem wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber nicht nur Hannes wird im Film weggesprengt und liegt dann eben als Puppe in dem Baum, sondern auch ich. Mit dem Unterschied, dass ich aber noch eine Sterbeszene spielen muss. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, meinen Kopf auf so eine zersprengte Puppe draufzulegen. Die Lösung von Anni war eine andere. Du hast da Zeug zusammengemischt. Ja, es wird blutig. Blutiger, desto besser. Ich möchte, dass das noch antrocknet. Aus was hast denn du das gemacht? Ich sehe hier härtere Teile und... Also ich habe dieses Mal viel mit Bauschaum gearbeitet. Das ist tatsächlich Bauschaum, so eine runde Form geworden. Und viel aus Nylon und Latex, das ich dann angemalt habe. Und hier habe ich Watte aufgespannt, auch in Latex getränkt. Das ist aus Gelatine. Das ist auch recht weich. Und die anderen Gedärme, die sind tatsächlich aus Silikon. Und die habe ich auch gefüllt mit diversem Material, dass es halt schön weich bleibt und am besten noch so wackeln kann. Genau. Sie hat diese künstlichen Gedärme vorbereitet, die mir dann nachher auf den Bauch gelegt werden. So soll die Explosion nachher so authentisch wie möglich aussehen. Krass, wie viel Arbeit, oder? Und das für so eine kurze Szene. So, und für die erste Szene darf ich natürlich jetzt auch mitspielen. Das heißt, es wird jetzt einmal eine schöne Uniform rausgesucht und dann geht's ab in die Montur. Gut. Kann losgehen. Okay, ab in den Graben. Diese ganzen Löcher hier haben die Jungs mit dem Bagger ausgehoben. Mit dem Löffel ausgehoben. Sieht richtig gemütlich aus, oder? Insgesamt bin ich 3-mal zu sehen. Das erste Mal ganz am Anfang als frischer Rekrut. Und ja, da habe ich dann schon gemerkt, dass es schon etwas schwieriger ist, in die Rolle zu finden. Also wir sind jetzt seit einer halben Stunde beim gleichen Storybeat. Und zwar, weil die ganze Geschichte natürlich von verschiedenen Winkeln nochmal aufgenommen wird. Gerade warst du dran. Jetzt kriegen wir auch nochmal einen kleinen Shot. Dafür wird natürlich alles einmal drumherum aufgebaut. Adi kommt nochmal da hinten, dass die Sonne nicht zu stark ist. Ich sollte Angst und Unsicherheit ausstrahlen und habe mich deshalb auch ganz panisch an meinem Gewehrriemen festgehalten. Aber es ist halt echt nicht einfach, wenn um dich herum so viele Leute stehen und dir einfach dabei zuschauen, was du gerade machst.
Die nächste Szene lief dann aber schon ein bisschen besser. Ich habe mich da schon mehr in meiner Rolle gefühlt. Im Film stehen wir gerade unter Beschuss und ich muss am großen Maschinengewehr unsere Stellung verteidigen. Während meine anderen Schauspielkollegen mit echten Platzpatronen arbeiten, musste ich am großen Maschinengewehr natürlich jeden einzelnen Rückstoß faken. Okay, wir haben jetzt hier eine kleine Einweisung bekommen, wie das am MG richtig funktioniert und vor allem, wie man das gut faked. Es gibt nämlich natürlich einen richtig harten Rückstoß, wo man sich schön reinlegen muss und dann auch bei kurzen Salven, dass man dann immer wieder nach hinten geht. Ja, das haben wir jetzt ein bisschen geübt, damit das hier auch von geht, weil natürlich haben wir keinen Munitionsgurt, der durchrattert. Damit das gut aussieht, muss nachher Ludwig natürlich schauen, dass es geil wird. Das heißt, diese gesamte Szene war vollkommen gefaked. Von meinem Rückstoß bis hin zum Zugeben der Munition. Dafür sollte Nils, mein Kollege, einfach immer mit dem Munitionsgurt wackeln. Aber glaubt mir, im echten Film sieht es dann richtig realistisch aus. Naja, und dann kam der Moment, vor dem ich den ganzen Tag schon Muffensausen hatte. Also er kommt hoch, schießt zweimal, dieses Mal hast du 2 Feuerstöße und dann legst du einfach los und dann gehen die runter. Die entscheidende Szene. Eine Bombe schlägt in unserer Stellung ein. Jetzt kommt der Moment der Sterbeszene, also zurück in den Graben. Zuallererst werden meine Beine eingebuddelt. Meinst du? Aua! Wo sind die Beine hin? Danach bekomme ich meine Gedärme auf den Bauch, die nochmal extra mit Blut bearbeitet werden, dass es möglichst frisch aussieht. Ich kann euch jetzt hier natürlich keine Details zeigen, weil YouTube das Video sonst sperren würde. Aber lasst mich euch sagen, das sieht schon echt verdammt real aus. Währenddessen habe ich aber permanent versucht, mich irgendwie in diese Situation reinzuversetzen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt super schwer, weil so eine Situation eigentlich kaum vorstellbar ist. Ich meine, schreie ich permanent? Weine ich? Oder bin ich einfach nur starr vor Schock? Habe ich Angst? Ich weiß ja nicht, wie man sowas richtig spielt. Und dann war es soweit. Okay, dann Ton ab, Kamera läuft. 3, 2, 1, Action! Danke aus. Geil. Und das war's. Damit war die Szene abgedreht und die Jungs gingen direkt weiter, denn vor Sonnenuntergang mussten noch einige andere Szenen abgedreht werden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie überzeugend ich in dieser Rolle war, aber ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben. Tatsächlich wird diese Szene oder ich generell in dem ganzen Film nur für ein paar Sekunden zu sehen sein. Zum Vergleich, wir haben diesen Drehblock 3 ganze Tage durchgedreht und insgesamt kommen dabei im Film vielleicht 5 bis 10 Minuten raus. Und wer weiß, vielleicht wird meine Szene nur für eine halbe Sekunde zu sehen sein. Aber ich wollte trotzdem mein allerbestes geben, nachdem ich gesehen habe, wie viel Arbeit tatsächlich in diesem Filmprojekt steckt und wie viele verschiedene Parteien daran beteiligt sind, die alle ihr Bestes geben, war es nur fair zu versuchen, dem auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Ich drücke den Jungs und dem gesamten Team auf jeden Fall die Daumen und freue mich, wenn das Projekt endlich fertig ist. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja mal hier den Kanal von ParaLightWorks anschauen oder ihr schaut euch noch ein altes Video von mir an, das findet ihr hier auf meinem Kanal. Das war's von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.